Ja, damit herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Zyrae von cyraepiano.de, und in diesem kleinen Video hier möchte ich euch mal zeigen, was so meine Top 3 Melodien zum Üben sind hier für Anfänger, vor allem am Piano. Und ihr habt sie eben schon mal gehört, ich habe es euch eben gerade vorgespielt. Und ja, in diesem Video möchte ich euch einfach mal zeigen, wie wir diese drei einfachen Melodien auf dem Klavier spielen können. Dann würde ich sagen, wir starten direkt mal los mit der ersten kleinen Melodie. Ja, das kann man dann, wenn man will, immer so weitermachen. Du siehst, wir nehmen hier auch gleich rechte und linke Hand zusammen. Ja, das zeige ich dir nochmal. Wir fangen erstmal mit der rechten Hand an. Und zwar, das allererste, was wir spielen, ist C-Dur-Akkord. Ja? Wenn du nicht weißt, was ein Akkord ist immer ein Dreiklang oder auch Mehrklang von Tönen, also muss nicht unbedingt 3 Töne sein, in dem Fall sind es 3. Und in dem Fall hier ist es der C-Dur-Akkord, den wir anschlagen mit dem Daumen auf dem C, dem Mittelfinger hier auf dem E und dem kleinen Finger hier hinten auf dem G. Das ist der erste Akkord dieser Melodie. Den würde ich dir empfehlen, auch erstmal so anzuschlagen, mal zu probieren. Den wirklich hier nur mit diesen 3 Fingern anzuschlagen, einfach mal üben. Ja, vor allem wenn du noch nicht so weit bist, also wenn du noch nicht so oft Akkorde gespielt und angeschlagen hast. Also, ja, das ist der erste Akkord. Der zweite Akkord der Melodie ist hier E-Moll. Schlagen wir wieder genauso an, ne? Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger. Und jetzt springen wir mit dem Daumen hier einfach auf das H. Ja? Das ist der Ton H. Ne? Die beiden anderen Finger bleiben ganz normal liegen. Wir springen einfach hier auf das H. Ja? Auch das wieder üben, anzuschlagen. Dann kannst du beides mal zusammen. Ja, diesen kleinen Sprung hier mit dem Daumen. Dann geht's weiter. Dann spielen wir F-Dur. Ja, das ist C, F und A. Und hier gehen wir einfach nur eins höher. Ja, du siehst es, mit jedem der Finger gehen wir eins höher. Also das hier war E-Moll und jetzt, zack, bewegen wir uns einfach je immer eine weiße Taste weiter nach oben. Auch das hier wieder genauso anschlagen, ne? Mit Daumen, Mittelfinger und Zeigefinger. Bis du es wirklich gut kannst, dann auch mal hier diesen Sprung üben, ja. Und der letzte Akkord ist dann G-Dur. Genauso wie davor, auch wieder, wir gehen nur eine weiße Taste nach oben und spielen also D, G und H. Auch das hier dann einfach wieder üben anzuschlagen, beziehungsweise diesen Sprung. Okay, das ist also der erste Teil hier, um diese Melodie zu üben, und zwar erstmal diese Akkorde im Ganzen anzuschlagen. Ja? Das kannst du erstmal üben, dann schlägst du meinetwegen jeden Akkord 4-mal an und springst dann. Ja? Also du spielst 4-mal hier C-Dur, dann E-Moll, 3, 4, F-Dur, 2, 3, 4 und G-Dur, 2, 3, 4. Und jetzt springen wir wieder zurück zum C-Dur. Ja? Das hier ist natürlich auch dann ein größerer Sprung, ja, ganz klar. Kann man auch gerne üben, diesen Sprung hier zu machen. Und genau, dann übst du erstmal so weit, das hier so anzuschlagen. Beziehungsweise 4-mal, ja, du kannst es auch 2-mal. Wie du möchtest. Generell kannst du hier auch das variieren, ja, du kannst auch selber diese Melodien improvisieren, du musst es nicht genauso spielen, wie ich das spiele. Ich gebe dir jetzt im Prinzip nur vor,
wie ich es mache und ja, was so die Grundlage ist. Ja? Und du kannst natürlich darauf aufbauen und auch noch mehr daraus machen, wenn du möchtest. Okay, gut. Dann noch zur linken Hand, bevor wir hier die rechte Hand noch ein wenig verfeinern, indem ich dir den Wechselanschlag zeige. Die rechte Hand spielt einfach den Grundton mit des Akkordes. Das heißt, ja, wir spielen hier erst C, dann E, dann F und dann G. Ja? Mehr ist es nicht. Und da legst du am besten die linke Hand genauso hin, ja? Dass hier wirklich jeder Finger auf einer Taste ist und vor allem hier der kleine Finger beginnt also auf dem C, dann jeder Finger auf einer Taste und hier der Daumen dann auf dem G. Ne? Gut, und dann kannst du das einfach mal zusammenspielen, ja, also einfach den Grundton hier mitspielen, ja. E, F und G. Ja? Einfach üben, dann gerne auch schneller werden, wenn du es soweit kannst. Oder du spielst es wie gesagt zweimal, ja. Okay. Gut. Das ist soweit erstmal auch so schon eine schöne Melodie, auch so schon eine schöne Übung. Und jetzt können wir das Ganze hier noch im sogenannten Wechselanschlag spielen. Das heißt, wir schlagen die beiden Akkorde, den zweiten und dritten Ton des Akkordes schlagen wir zuerst an und dann den ersten Ton des Akkordes. Ja? Deswegen dieser Wechselanschlag. Ne? Eben haben wir ja alle gleichzeitig angeschlagen und jetzt schlagen wir hier den Akkord so im Wechsel an. Also schlagen hier natürlich das E und das G zuerst an, dann das C. E und G, C. Ja? Okay. Und das Ganze dann auch hier natürlich. Ja? Auch bei den anderen Akkorden. Einfach genau denselben Akkord, aber die beiden Töne zuerst. Und du siehst auch, du kannst natürlich dann auch erstmal hier liegen bleiben. Ja, also. Guck mal, jetzt kann ich hier einfach den Daumen rüber bewegen. Und jetzt kann ich auch hier mit dem Daumen liegen bleiben und hier erstmal die Finger rüber bewegen. Siehst du? Du musst im Prinzip hier gar nicht die ganze Hand bewegen, sondern du kannst erstmal immer nur hier nacheinander die Finger bewegen. Okay, und das ist es im Prinzip schon. Ich spiele dir mal alles komplett vor. Ja, wir starten mit C-Dur. Und wieder von vorne. Ja? Okay, gut. Das ist die erste Melodie dieses Videos, die ich dir zeigen wollte. Ja, also wirklich eine ganz einfache kleine Melodie. Du kannst wirklich anfangen, hier die Akkorde erstmal im Ganzen zu spielen. Und wenn du das dann soweit hinkriegst mit der linken Hand, dann kannst du es im Wechselanschlag spielen und kannst es einfach mal ein bisschen üben. Wenn dir das zu schnell ging, gerne einfach Video pausieren, dir die Schritte nochmal im Einzelnen in Ruhe angucken, wiederholen, ja, bis du es wirklich drauf hast und dann zum nächsten Schritt übergehen. Jetzt kommen wir zur zweiten Melodie. Die spiele ich dir auch einmal nochmal kurz vor. Die geht wie folgt. Okay. Klingt schon etwas anspruchsvoller, ist auch ein bisschen anspruchsvoller als die andere Übung. Ich zeige dir erstmal wieder auf der rechten Hand die Grundakkorde und die linke Hand spielt dann einfach wieder den Grundton mit. Also wir fangen an mit A-Moll. Das ist A, C und E, ja. A-Moll. Wieder genauso die Akkorde anschlagen, ne? Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger. Dann springen wir zu F-Dur. Das ist F, A und C. Dann kommt als nächstes C-Dur, aber C-Dur diesmal nicht hier oben, sondern C-Dur in der zweiten Umkehrung nennt man das. Musst du jetzt nicht näher wissen, was Umkehrungen sind. Ich sag's dir einfach, ne? Also das hier ist auch C-Dur, bloß wir schlagen C-Dur halt hier eine Stufe weiter unten an.
So, genau, also da haben wir dann halt hier G, C und E. Das ist der dritte Akkord. Und dann hier G-Dur als vierter Akkord. G, H und D. Okay, und das sind erstmal unsere 4 Akkorde hier dieser Melodie, also A-Moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. Und auch da würde ich dir empfehlen, ja, diese einfach erst einzeln und dann nacheinander zu üben. Auch hier diese Sprünge zu üben, vor allem den Sprung hier. Ja, von F-Dur zu C-Dur. Das ist ja doch ein etwas größerer Sprung. Also ich weiß noch, als ich die Melodie am Anfang geübt habe, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, hier diesen Sprung zu machen, ja. Okay. Und dann noch ein kleiner Trick, wenn du jetzt hier vom C-Dur zum G-Dur springst, dann musst du hier nicht wieder, dann geht es besser, also du musst nicht wieder hier den Mittelfinger und den kleinen Finger nehmen, sondern du hast ja hier schon den Zeigefinger und den Ringfinger auf den richtigen Tönen liegen und dann kannst du einfach diesen Sprung hier machen. Ja, also einfach hier das H und das D mit dem Zeigefinger und dem Ringfinger anschlagen. Das ist auch so das ist auch eine gute Fingerübung, ja, das ist auch so ein Sprung, den man einfach mal üben kann. Okay. Solche Sachen begegnen dir auch noch in anderen Liedern und Melodien, dass man da manchmal einfach mit der Fingertechnik hier, wenn man es weiß, wie, sich da ein bisschen ja, Mühe, Zeit sparen kann, ne? Weil es einfach schneller geht. Klar kann ich auch so machen, kannst du auch machen, finde ich ein bisschen krampfiger, ja. Das ist dir natürlich überlassen, wie du das machen möchtest, aber ich finde hier diesen Sprung einfacher, weil da muss ich die Hand gar nicht weiter bewegen, da kann ich genauso liegen bleiben. Das also die 4 Akkorde. Erstmal üben und dann schlagen wir die beiden Akkorde zweimal an, ja? In diesem Rhythmus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und das geht dann immer so weiter, ja? Okay. Und das ist schon diese Melodie. Die linke Hand spielt wieder den Grundton einfach mit, ja? Also du siehst es ja, ne? Wenn ich hier A-Moll spiele, spielt die linke Hand A-Moll mit. Wenn ich F-Dur spiele, F wird mitgespielt, C-Dur, hier das C auf dem Daumen mitgespielt und G-Dur spiele ich hier das G mit. Denke ich selbsterklärend. Ne? Das kannst du auch wieder üben. Immer wenn wir jetzt hier den neuen Ton, also den neuen Akkord anschlagen, spielt die linke Hand mit. So, und jetzt kann man hier noch einen kleinen Rhythmus einbauen, damit das Ganze noch ein bisschen peppiger klingt, sage ich jetzt mal, damit es nicht ganz so eintönig klingt. Ja, du hattest es ja bei mir gehört und zwar kannst du es dann auch so spielen hier. Ja. Und zwar spielst du dann immer den Grundton hier auf der linken Hand noch ein zweites Mal. Und immer dann, ja, du spielst zusammen, alleine und dann die linke nochmal. Ne? Immer wenn du hier das zweite Mal den rechten angeschlagen hast, danach spielst du den linken nochmal, der das sozusagen ja wie so ein Echo spielt, ja, und dann spielst du wieder zusammen. Ja, zusammen, rechts alleine, links alleine, zusammen. Das ist auch ein bisschen tricky, ja, das muss man wirklich üben, hier diesen Rhythmus zu behalten. Im Prinzip spielt die linke Hand, wenn ich es jetzt alleine spielen würde, so, ja. Ja. Und zusammen klingt das dann halt so. Ne? Auch bei den anderen Akkorden. Wir spielen immer zuerst zusammen, ja hier zum Beispiel bei F-Dur.
dann rechte Hand alleine und dann linke Hand nochmal. Und dann wieder zusammen. Okay. Ja, und das ist es schon. Das ist die zweite Melodie. Ich spiele sie nochmal komplett vor. Das kann man so lange weitermachen, wie man will. Ja, und dann hier wieder auf dem A-Moll, auf dem A-Moll enden. Das ist die zweite Melodie. Wieder gerne Video pausieren, dir das Ganze nochmal in Ruhe angucken, üben, einfach ausprobieren. Und die dritte und letzte Übung, die ich dir heute in diesem Video zeigen möchte, ist folgende. Selbes Muster von erstmal Grundakkorden, ja. Allerdings, wir fangen mit A-Dur an, spielen wir jetzt den F-Dur-Akkord nicht hier unten, sondern hier oben. Auch wieder eine Umkehrung, die zweite Umkehrung von F-Dur, ja, weil wir einfach F-Dur hier nicht hier spielen im Prinzip, sondern hier. Ja. Beziehungsweise das wäre die zweite Umkehrung, das ist dann im Prinzip die erste Umkehrung. Das ist die erste Umkehrung. Ist aber nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, wir spielen hier F-Dur, ja? Das heißt, wir gehen mit dem kleinen Finger hier nach oben. Jetzt spielen wir C-Dur, genauso wie wir es in der Melodie davor gespielt haben. Ja, hier. Und dann wieder G-Dur, so wie wir es auch davor gespielt haben. Also im Prinzip fast dieselbe Melodie, bloß wir spielen F-Dur jetzt hier oben und wir spielen es in einer anderen Art und Weise. Und zwar spielen wir so. Wir spielen die Töne des Akkordes also nacheinander, ja? Okay, also A-Moll. So, ja? Wir gehen einmal nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben, wieder nach unten. Und wenn wir jetzt hier auf den Grundton wieder spielen, bewegen wir uns schon in F-Dur. Also wir gehen jetzt hier wieder das A und dann geht es zu F-Dur. Ja, wir gehen immer die Töne des Akkordes einmal hoch, wieder runter, hoch, wieder runter bis zum zweiten Ton und dann springen wir im Prinzip zum ersten Ton des nächsten Akkordes, was ja hier auch das A ist, ja. Das wäre also der erste Akkord zum Üben erstmal. A-Moll, ja. Dann springen wir zu F-Dur. Und jetzt C-Dur, das heißt, wir springen hier zum G. Und jetzt bleiben wir auf dem G, weil wir sind bei G-Dur, aber springen hier mit den beiden Fingern einen Ton nach unten und spielen hier das H und hier das D. Also es ist nichts anderes hier als das, bloß wir spielen die Töne nacheinander in diesem Rhythmus und machen dann halt, wenn wir beim zweiten Mal hier runtergehen, dann den Sprung. Das kann man dann immer so weiterspielen. Und auch schneller werden natürlich. Wenn man es soweit kann. Ich spiele es dir nochmal hier langsam, ganz, ganz langsam vor und du kannst es dann einfach dir nochmal in Ruhe angucken und wiederholen. Ja, also wir fangen an mit A-Moll und wieder hoch, runter und jetzt kommt F-Dur. Wir gehen mit dem kleinen Finger hier hoch. F-Dur, wieder hoch, wieder runter und jetzt springen wir hier auf G. Wir spielen jetzt C-Dur, beginnt mit dem G. Auch hier mit dem kleinen Finger gehen wir dann hier zum E runter. Ja, und dann zack, hier bleiben wir auf dem G und spielen jetzt hier das H und das D. Und dann können wir wieder von vorne anfangen.
Okay. Alles klar. Das ist also die dritte Melodie, die linke Hand, wie eh und je. Ja, wir spielen einfach hier den Grundton mit. Jetzt habe ich hier den Ton noch dazu genommen. Klingt auch nicht schlecht. Also wie gesagt, du kannst auch hier ein bisschen selber dich ausprobieren und variieren, aber die linke Hand spielt einfach den Grundton mit. Okay, ja. Selbsterklärend, ne? Hatten wir alles schon, ne? Wir spielen A, C, F und G. Okay. Und auch hier kannst du im Rhythmus wieder variieren, ne? Wie davor. Du kannst jetzt hier auch natürlich die linke Hand öfter mitspielen. Oder kannst hier auf der rechten Hand wie jetzt viermal spielen, also kann das Ganze viermal wiederholen, ja, also einen anderen Rhythmus spielen. Da bist du jetzt völlig frei, hier deine eigenen Variationen daraus zu machen. Ne? Man kann, wie gesagt, gerne hier die linke Hand zum Beispiel nochmal wiederholen, dann kann man es so spielen. Dass man halt immer wirklich dann auch beim zweiten Mal hier den Grundton nochmal mitspielt. Ja, und so entsteht natürlich ein ganz anderer Rhythmus, dann auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Also allein dadurch, wie oft du jetzt hier die linke Hand mitspielst oder wie oft du hier das Ganze wiederholst, ja, entsteht schon wieder eine ganz andere Melodie im Prinzip. Das ist das Schöne, finde ich persönlich, am Klavierspielen. Du kannst hier wirklich auch frei da deine eigenen Improvisationen draus machen. Ja? Also du kannst total viel variieren, du kannst total viel machen. Mit nur kleinsten Änderungen kann das ganze Stück schon ganz, ganz anders klingen. Also das finde ich wirklich klasse. Das war es soweit erstmal. Also das ist auch die dritte Melodie. Ja, wie gesagt, wieder dir in Ruhe angucken, wiederholen. Und jetzt habe ich noch für alle drei Melodien 2 Anmerkungen, die ich dir noch mit auf den Weg geben möchte. Erste Anmerkung: Die linke Hand kann natürlich noch viel, viel mehr machen. Ja? Du kannst die linke Hand natürlich auch zum Beispiel in der Oktave spielen. Ja? Also du kannst jetzt hier nicht das A nur einzeln spielen, sondern hier das A in der Oktave spielen. Oktave heißt, wir spielen das A in 2 Tonhöhen gleichzeitig, ne? Von A und A. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll, da muss man hier diese Sprünge am besten üben. Ja? Das ist natürlich gar nicht so einfach. Aber das klingt natürlich auch nochmal fetter, wenn man das hier in der Oktave spielt. Ja, mal als Beispiel hier von der Melodie von vorhin, ja. Das ist auch möglich, also du kannst die linke Hand in der Oktave spielen, du kannst die linke Hand auch den ganzen Akkord spielen mit der Oktave, ja, also du kannst hier auch das natürlich so spielen, das klingt für mich wieder zu fett, also das ist ein bisschen too much, deswegen empfehle ich dir, die Oktave nur zu spielen, aber es gibt auf der linken Hand also eine Menge Möglichkeiten, das will ich dir damit nur sagen, ja. Aber für den Anfang kannst du natürlich gerne mal probieren, auch die Oktave dann mitzuspielen, wenn du es so auf dem einzelnen Ton ganz gut kannst. Zweite Anmerkung ist natürlich, das Haltepedal mit dazu zu nehmen. Dann klingt es natürlich auch nochmal etwas schöner, dann klingt es noch ein bisschen flüssiger, ja. Haltepedal mit dazu nehmen, ne, gedrückt halten, wenn wir den Akkord anschlagen. Und jetzt, wenn wir den Akkord wechseln, gehen wir kurz vom Haltepedal runter und spielen das nächste und jetzt wieder kurz vom Haltepedal runter und wieder drauf, ja. Und wieder runter und wieder drauf. Und schon klingt das Ganze ein bisschen flüssiger. Also immer wenn wir den Akkord wechseln, in der rechten Hand, beziehungsweise in der linken Hand den Grundton, dann gehen wir ganz kurz vom Haltepedal runter, also wirklich nur so ganz, ganz kurz. Ja, ich hoffe, man sieht das ganz gut, wie ich das hier zeige. Und wieder drauf und dann klingt das Ganze noch ein bisschen flüssiger. Ja? Ich spiele es dir nochmal mit Haltepedal vor, hier die zweite Melodie zum Beispiel. Klingt noch mal ein bisschen schöner. Ne? Man kann das Ganze auch tiefer spielen natürlich. Das ist auch wieder, ja, kannst du auch wieder variieren. Du kannst das Ganze auch hier unten spielen. Oder hier oben meinetwegen, ja.
geht alles. Ja, genauso mit den anderen beiden Melodien. Ne? Auch da kannst du natürlich dann das auch hier weiter oben, weiter unten spielen, wie du gerne möchtest. Du kannst auch die linke Hand ganz weit unten als Bass mitspielen, die rechte Hand ganz weit oben, ja. Also, dir sind hier keine Grenzen gesetzt. Probier dich da einfach ein bisschen aus. Guck dir die Übung erstmal in Ruhe an, also die Grundlagen, die ich dir gezeigt habe, wie die Übung an sich, also die Melodie an sich grundsätzlich aufgebaut ist, und darauf aufbauend kannst du dann gerne natürlich deine eigene Interpretation, deine eigene Variation daraus machen. Ja, es soll ja auch mehr dafür da sein, spielerisch hier anhand dieser Melodien das Klavierspielen zu lernen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Also das sind mal so drei meiner Lieblingsmelodien, die man als Anfänger einfach mal ausprobieren, einfach mal trainieren kann, um auch so als Übung mit dem Klavierspielen, mit den Tönen, mit den Akkorden, auch einen Akkord anzuschlagen, ja, die linke Hand mit dazu zu nehmen, Rhythmen, einfach um das alles mal spielerisch zu trainieren, finde ich, sind das drei ganz klasse Melodien, die auch noch schön klingen, ja, wenn man die jetzt auch mal anderen Personen vielleicht vorspielt oder so. Wenn du noch mehr Interesse hast an solchen Videos, ja auch an Klavierlernen, an meinem Content, schau gerne mal unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite vorbei. Ja, da findest du dann zum Beispiel meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs. Da zeige ich dir in 10 kleinen Lektionen, wie du das Klavierspielen lernen kannst. Zeige dir kostenlos hier die Grundlagen. Wenn du Interesse hast, einfach mal reinschauen. Das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich dann wieder in einem weiteren Video. Und dann wünsche ich dir viel, viel Spaß und Erfolg hier beim Klavierspielen, bei Klavierlernen. Bleib dabei und bis dahin.